Yo, 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 liebe Sportsfreunde, hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Helvetic Gaming, euer Zockerkanal aus der Schweiz. Week 8 in unserer Offline-Franchise und heute geht es gegen die Falcons. Und ihr seht hier gleich 5:1 Siege gegen 6:1 Siege, also die Falcons unser direkter Kandidat, wenn wir uns gegen vorne orientieren wollen. Und das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und wir wollen das auch gleich starten. Ja, und hier sind wir wieder bei den Green Bay Packers gegen die Atlanta Falcons. So, jetzt habe ich es auch. Ja, und es ist ein Spitzenspiel. Wir können uns in dieser Offline-Franchise wirklich nicht beklagen, was die Spitzenspiele angeht. Also bis jetzt wirklich jedes Spiel, entweder ein Divisionsspiel, wo um alles geht, oder ein Spitzenspiel. An dem liegt es nicht. Heute müssen wir einfach Vollgas geben, wenn wir eine Chance haben wollen in diesem Spiel. Denn ja, wir haben zu viele Interception und zu viele Ballverluste, was ja einfach nicht reicht gegen die Falcons. Wir haben gegen die Dallas Cowboys ein perfektes Spiel hingelegt und trotzdem verloren. Das zeigt uns einfach, wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir einfach unser bestes Spiel auspacken und dazu keine Fehler machen und hier ein paar Yards gut machen. Ja, 10 Yards, Inches haben wir noch einen. Wo schießt denn dieser Rodgers hin? Ja, schlechter Start, sehr, sehr schlechter Start. 13:0 hinten. Wir bekommen den Drive wieder zurück, aber das ist jetzt wirklich ein schlechter Start. Ich habe gesagt, ich versuche hier heute Fehler zu minimieren, Risiko nicht zu viel einzugehen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Ein bisschen Risiko muss man zum Teil nehmen. Ich muss sagen, die Defense der Falcons steht sehr gut. Und da wir heute nicht viel Fehler machen dürfen und wollen, wird das nicht einfach für uns. 2. und 1 Jahr. Und das ist der Touchdown. Klasse gemacht, Aaron Rodgers. Zeit anhalten, haben noch 2 Timer. Die Spiele sind Play noch. Wenn er nicht klappt, werde ich die Zeit anhalten. Ja, ich hätte noch ein paar Yards machen können, aber besser out of bounds. 35 Sekunden. Ja, das könnte doch noch was werden. Field Goal Range haben wir erreicht. Und wieder out of bounds. Sehr wichtig, immerhin rauszukommen. He had time, was able to survey the field and find a soft spot in that zone coverage. And that's where it gets difficult for a defender, Brandon. Jetzt versuchen wir ein bisschen einen weiteren Pass auf Nelson. And when the offense finds an area that you're not in, that's where they throw the football. Und der kommt an und Jody Nelson mit dem Touchdown. Wahnsinn! Wieder Jody Nelson und Aaron Rodgers. Die haben jetzt einfach im Griff. 23 Sekunden vor der Halbzeit. And that lead is now 7 with a chance to go to 8 or more if they want to get crazy here, which we don't expect, but I just know the way the game's being played with the analytics, there's going to be a lot more of going. Klasse gemacht. Und jetzt 20 Sekunden und die Defense. Vielleicht noch das Aufhalten. Jawohl, das schaffen wir. 2 Sekunden. Ich riskiere da nichts, ich nehme einfach einen Lauf. Ja, wir kommen zurück. 14:6 und ja. Wir sind jetzt in der Defense. Und es wird doch wichtig sein, hier die Atlanta Falcons im ersten Drive zu stoppen.
Schaffen wir nicht. 14:14. Sie haben sogar einen Extra-Point gemacht. Das Spiel ausgeglichen. Also spannender könnte es nicht sein. Und ich habe recht damit, wenn ich sage, dass wir keine Fehler in diesem Spiel machen dürfen, wenn wir es gewinnen wollen. Gotta wonder what adjustments are being made defensively to try and get a spark and maybe slow down the other side. But here, do you change up anything on this opening drive? Not offensively, you don't. You got vielleicht mal dann ein bisschen mehr Laufspiel riskieren. But overall, you like what your game plan showing you. Rodgers now on first down. Und wieder Jody Nelson, der ist schon wieder durch. Was für ein Spiel von dem. Klasse. Jordy Nelson with his second touchdown of the game, number 7 on the year. And the Packers have taken the lead. Das ist jetzt mal ein amtlicher Drive. Richtig geil. Wieder Roger und Nelson, diese zwei verstehen sich einfach super. Die Defense slidet da hinten uns nur durch und das ist das 21:14, mal das 20:14 sicher. Extra Punkt ist jetzt sicher und jetzt müssen wir in der Defense schauen, mal die Atlanta Falcons Offense zu bremsen. Reicht wieder nicht. 21:20. Also es könnte wirklich nicht spannender sein. Ein Offensivspektakel wird das noch im zweiten Halbzeit. Klasse. Einfach nur klasse das Spiel und ja, wie gesagt, wir müssen Fehler unterbinden. Yeah, hoping to stay in that groove here this go around. On second down, here's Ron. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig als den Tackle in Kauf nehmen. Sehr gut verteidigt von der Defense, ganz klar. 15 Yards müssen wir jetzt machen. Und das reicht und wieder durch, wieder sind wir durch. Was für ein Spiel ist das denn? Und das ist der Touchdown. Wieder so ein super Pass, wieder so ein super Lauf. 80 Yards. 27:21. Das ist ein dritter Quarter, wirklich super. Took him less time than that to get to top speed and complete that play. Ja, wir müssen unser bestes Spiel auspacken, um zu gewinnen, und das machen wir aktuell auch. Und unsere Defense kann ein Big Play auspacken und somit können wir jetzt wieder in der Offense spielen. Das wird jetzt sehr wichtig, hier ein 2-Punkte-Spiel zu machen. Und jetzt werde ich kein Laufspiel mehr machen, Passspiel mehr machen. Jetzt versuche ich zu laufen. Und das ist safe. Touchdown. Klasse. Ja, bis jetzt ein fehlerloses Spiel von uns. Fehlerlos, das darf ich so sagen, wirklich. In den anderen Spielen haben wir sehr, sehr viele Fehler gemacht, aber in diesem Spiel spielen wir fehlerlos. Und das ist auch wichtig, wenn wir gewinnen wollen. Das habe ich gesagt. Und ja. Ja, Laufspiel klappt nicht immer so gut. Und das reicht wieder für einen Touchdown. Klasse. Ja, die zweite Hälfte viel, viel interessanter. Sehr interessant. Und jetzt ist es doch noch viel, viel klarer, das Game, als es lange Zeit aussah. 42:28 und ich nehme jetzt das erste Knie.
So, wir nehmen nochmal ein Knie, 30 Sekunden vor Schluss. Und ja, gewinnen somit dieses Spiel mit 42:28. War ein super Spiel, vor allem die zweite Halbzeit hatte es in sich. Wir haben gewonnen dank einem fehlerlosen Spiel. Aaron Rodgers fehlerlos, super gespielt. Und ja, die ganze Mannschaft eigentlich, wir konnten diese Interception-Rate der letzten Spiele eliminieren und das war natürlich dann auch der ausschlaggebende Punkt für diesen Sieg. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt von Madden 17, supportet uns, lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht habt, ein Abo unbedingt und bis zum nächsten Mal, euer Helvetic Gaming Team. Ciao, ciao. As an offensive coordinator, you just don't think you can do anything wrong. Whatever you call, run, pass, it's all going to work. That's called being in the zone. So for the Packers, they remain one of the hottest teams out there as the win moves them to 6-1. And they'll return home next week to take on the Indianapolis Colts. Meanwhile, for Atlanta, the loss will drop them to 6-2 now on the year. And they'll try to get back on the beam next week as they'll head to Tampa to take on the Bucs. So that'll do it for us. For Charles Davis and all our crew, I'm Brandon Gaudin. You've been watching the NFL on EA Sports.